Von einer Krise in die nächste. Ich hab voll die Flaute. Ich weiß nämlich überhaupt nicht, was für ein Thema wir heute haben. Wusste ich gerade auch nicht, deswegen wollte ich spickeln. Muss gucken, ne? voll, weißt, kreative Flaute. Hallo, wir sind zwei Piranhas. Hi. Und wir machen Community-Arbeit über diesen Weg, über diesen YouTube-Kanal. Ja. Und wir reden über unsere Spiele und was uns so inspiriert und was wir stellen euch Fragen und beantworten Fragen, die ihr macht und so. Und heute reden wir über kreative Flaute. Creative Doldrums. Warum? Warum reden wir darüber? Weil das manchmal vorkommen kann, wenn man kreativ arbeitet, dass einem so gerade mal irgendwie der Kopf irgendwie leer ist. Ja. Da möchte man loslegen und dann sitzt man da und denkt, und dann, was macht man dann? Ja? Wir sind ja auch nicht die Einzigen, die kreativ arbeiten. Da draußen gibt es bestimmt bei euch noch ganz viele andere Leute, die das auch machen. Und das ist dann schön. Welche Strategien kann man denn entwickeln, um so einer kreativen Flaute auszuweichen? Oder vielleicht irgendwas damit zu tun, was dann cool ist? Aus diesem Grund haben wir weniger als 100 Leute gefragt. Hör mal, was tust du denn, wenn du eine kreative Flaute hast und dir mal nichts einfällt? Und die haben Folgendes gesagt. Witzigerweise gehe ich manchmal mit dem Hund oder gehe in einen Café oder ich mache wirklich auch mal einen Tag Pause, weil es ist halt dann manchmal so, du musst halt manchmal auch einfach akzeptieren, dass es Tage gibt, wo nichts geht. Also ich versuche dann auch einfach Sachen zu machen, die mich nicht kreativ so fordern, also wo ich dann versuche irgendwie, okay, ich koche mir jetzt was, ich mache mal ein bisschen Haushalt, mache die Sachen, die nicht so kreativ sind. Das kann jetzt, sage ich mal, Büroarbeit sein oder Layout oder sonst irgendwas. Das ist jetzt nicht ganz so, also es ist ein bisschen mechanischer alles. Und dann geht auch meistens wieder, also dann habe ich irgendwann auch wieder, meistens sogar dann mitten in der Nacht oder abends Bock so, jetzt ist es wieder da. Also dann setze ich mich dann, obwohl ich dann mich vielleicht sogar kurz an den Fernseher gesetzt habe oder so, wieder dann hin und so, jetzt nochmal ran. So, dann, aber man hat halt diese Flauten. Ich glaube, das ist auch ganz normal. Spazieren gehen. Bewegung regt den Geist an und dann vielleicht noch Unterhaltung mit anderen Menschen, um Input zu bekommen, der mich von meinem eigenen eingefahrenen Weg so ein bisschen wegbringt. Dann schaue ich gelegentlich Serien. Ich prokrastiniere ganz gerne und enttaue dann den Kühlschrank. Am Strand spazieren gehen. Definitiv. Einmal komplett abschalten, Kopf durchpusten lassen, an nichts Überragendes denken, schon gar nicht an das, woran ich jetzt gerade was machen will oder Ideen brauche. Nö, einmal komplett auf Leerlauf schalten, am Strand lang, halbe Stunde wieder und kommt es tatsächlich automatisch, wenn ich nicht mehr drüber nachdenke. Ja, also auf jeden Fall mal was anderes machen. Einfach mal was anderes machen. So, ja. Hilft es denn dann, aber wenn ihr eine kreative Flaute habt, bei Piranha Bytes sehe ich ja schon die letzten 70 Jahre, dass ihr in einer kreativen Flaute seid. Da kommt ja nichts Kreatives mehr von euch, ja. Da müsstet ihr doch eigentlich mal so den äußeren Einfluss dann einfach nehmen. Das heißt, Ideen von anderen nehmen und die einfach umsetzen. Da braucht ihr ja selber nicht mal denken. Funktioniert das? Zum Teil funktioniert das natürlich. Man kann sich inspirieren lassen von anderen. Es hilft, wenn man Gespräche führt. Das hilft aber, wenn man irgendwie so in so einer semi-kreativen Flaute ist. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich habe irgendwie jetzt noch nicht so richtig die zündende Idee, wie ich jetzt irgendwas Bestimmtes umsetzen kann. Und das ist so speziell meistens. Ja, dann kann ich mich mit meinen Kollegen unterhalten oder ich kann irgendwie andere Leute fragen. Oder ich könnte mir andere Rollenspiele angucken, überlegen, wie haben die sowas denn gelöst? Ja. Und mich inspirieren lassen von anderen Sachen. Und ja, das hilft. Ja. Ne? Auch irgendwie sich durchzulesen, irgendwie, wenn irgendwelche Leute Feedback gegeben haben zu bestimmten Dingen, die jetzt auf das gemünzt sind, wo ich gerade irgendwie nicht weiterkomme, dann hilft sowas. Das hilft natürlich nicht, wenn ich jetzt irgendwie so ein generelles kreatives Down habe, dann hilft wahrscheinlich eher sowas wie ein Tapetenwechsel. Mhm. Während der Arbeit kann das zum Beispiel sowas sein, irgendwie, wenn ich jetzt irgendwie einen Charakter entwerfe oder einen Dialog schreibe oder sowas in der Art, dann ist es natürlich etwas, das
Das sollte schon Spaß machen, cool sein irgendwie und entsprechend irgendwie, damit der Spieler, der in die Situation kommt, denkt, ach, was habe ich denn hier jetzt für eine Situation irgendwie und hab Bock, das zu spielen. Und wenn ich da gerade irgendwie so und ich bin irgendwie müde und kann nicht oder bin ein bisschen krank oder sonst irgendwas, dann ist es vielleicht besser, wenn ich in dem Moment Fleißarbeit mache. Ja. Das heißt, Sachen, die redundant sind, die eigentlich, wo man genau weiß, wo man nicht so groß denken muss, ne? Vielleicht aufpassen muss, was man für Blödsinn da fabriziert. Aber redundante Arbeit oder irgendeine Sache, die abgearbeitet werden muss und so weiter, das hilft dann schon. Ne? Davon haben wir nämlich auch eine Menge. Ja. Das sind so Phasen, so kreative Flaute. So generell haben wir für unsere Spiele immer gute Ideen. Ja. Und diese kreative Flaute, das gilt bei uns meistens für die Detailarbeit an einer Kleinigkeit oder so, wo man tatsächlich jetzt irgendwie 2 Tage dran arbeiten muss, um es fertig zu bekommen. Und dann steckst du dann in so einer Flaute fest und schiebt das vor dir her, wie so ein Popel, ja, und da muss ich jetzt irgendwie durch oder so, oder man schmeißt es auch mal weg, ne, das kann auch mal sein. Das heißt, dass man irgendwann sagt so, ich krieg das nicht hin, das schmeiße ich weg, so wichtig kann das nicht sein und kümmere mich ums nächste und auf einmal kommt's wieder, ne, da kommt dann die kreative Flaute, dann ist die weg, so, ne, weil du dich mit was anderem beschäftigt hast, so, ja. Ich habe auch mitgekriegt, dass wir je nach Mensch völlig andere Lösungsstrategien haben für so eine Phase. Also du tickst völlig anders als ich zum Beispiel. Der Björn, wenn der eine kreative Flaute hat, dann macht er was Kreatives. Das ist irgendwie total verrückt, ne? Aber ja, wenn Björn kreativ ist, ist er kreativ. Das ist irgendwie, was weiß ich, dann macht der Musik oder fängt an zu schreiben oder zu malen oder sonst irgendwas. Er macht dann was anderes Kreatives. Du weißt schon, dass ich im Raum bin, ne? Ja, aber das ist doch wirklich so. Ich gehe zum Beispiel eher raus. Ich gehe dann spazieren. Ja, ich gehe dann in den Wald oder guck irgendwie so und freue mich dann, wenn die Sonne scheint und solche Sachen. Also das tut mir dann gut. Ja, genau. So ist das. Also ich glaube, Menschen... Ich geh in den Keller. Die sind unterschiedlich, je nachdem, wie die gepolt sind, gibt auch etwas Unterschiedliches dir wieder Energie. Ja? Ja. Was macht ihr denn, wenn ihr in einer kreativen Flaute seid? Seid ihr auch eher so, dass ihr sagt, irgendwie, ja, dann muss ich irgendwas tun, dann werde ich aktiv? Oder seid ihr dann so, nö, dann brauche ich erstmal eine Pause und ich gehe jetzt erstmal irgendwie so ein bisschen, was weiß ich, rumchillen? Oder müsst ihr Bewegung haben? Ne? Sport kann ja auch etwas sein, was oft hilft, ja. Viele Leute machen Sport. Sport. Und also ich jetzt nicht. Spazieren gehen, zählt das als Sport? Keine Ahnung, nee, wahrscheinlich nicht. Ich mag Sport dann, wenn er nicht nach Sport aussieht, deswegen gehe ich gern schwimmen. Naja. Planschen. Plunzen. Schon. Ja, das war super. Ja. Ja, also wie gesagt, kreative Flaute, damit ist nicht gemeint, dass wir grundsätzlich in einer kreativen Flaute sind oder so, sondern eher, dass man übersprüht von Ideen, nicht weiß, was man als erstes machen soll. Und wenn man irgendeine Aufgabe erledigen muss, die man dann abarbeiten muss, dann steckt man manchmal fest in so einer, so, ich muss das jetzt irgendwie umsetzen, der Dialog muss jetzt gut werden an dieser konkreten Stelle und so. Da muss man vielleicht das einfach mal weglegen und was anderes machen. Auf jeden Fall Tapetenwechsel, das ist genannt. Ne? Das ist schon eine wichtige Sache und funktioniert auch ganz gut. Ich würde frech behaupten, es gibt keinen kreativen Beruf, der nicht begleitet ist, auch mal von einer Flaute. Ja, absolut. Das ist, du kannst nie immer irgendwie das Gleiche machen und erwarten, dass es immer die gleiche Qualität hat. Das ist einfach, jeder hat das. Ne? Ja. Jeder braucht mal irgendwie einen Tapetenwechsel oder eine was weiß ich, irgendwas anderes halt. Es werden immer sehr viele Schriftsteller, Bücherschreiber oder sonstige immer so dargestellt, ne, dass sie sich zurückziehen müssen in irgendein Landhaus oder irgendwo ein Haus am See oder irgendwie sowas, ja, wie bei Tatsächlich Liebe zum Beispiel in dem Film, Lieblingsfilm meiner Frau, ja. Da gibt's auch so einen Schreiber, der sich dann irgendwie und der eine kreative Flaute hat. Ja, der kann einfach nicht schreiben, der kommt nicht klar, bis er sich dann in eine Frau verliebt da irgendwie, ne, und mit der dann irgendwie, keine Ahnung, das so, so eine Romanze da sich entwickelt und so weiter. Auf einmal hat er dann, schreibt er einfach seine Geschichte dahin, so, ja, in abgewandelter Form. Und das funktioniert dann wieder so, ne. Das heißt also einfach mal sich kreativ betätigen und einfach mal so ein bisschen so, wie du sagst, Urlaub von sich selber, das macht meistens Sinn, so, ne. Wenn es überhaupt nicht wiederkommt, ja, dass einer wirklich sagt so, ey, ich glaube, das ist einfach nicht mein Ding.
So, das kann nämlich auch sein, dass man über die Jahre irgendwann merkt, so, ich habe an der Sache irgendwie gar keinen Spaß irgendwie. Das ist mir zu viel monotoner Kram. Dann muss man vielleicht auch ein Betätigungsfeld dazwischen schieben. Ja, empfehlen würde ich dann irgendetwas völlig anderes als das, was man gerade macht. Das heißt, wenn ich vorher irgendwie Dialoge geschrieben habe, dann beschäftige dich mal mit Sound oder mit Technik, fang an zu programmieren oder sonst was, ja. Das dann also irgendwie was völlig anderes ist und webt das ein in deinen normalen Alltag zu einem Viertel. Bleibt es dann übrig, oder es gibt auch Leute, die komplett umgesattelt sind bei uns im Team, ja. Die waren vorher 3D-Artists und mittlerweile sind sie Programmiererin oder so, ja. Also das funktioniert schon, ne? Und das kann dann passieren. Wichtig ist immer, in sich reinzuhorchen und zu gucken, was macht mir Spaß. Das ist immer das Wichtigste. Häufig ist das auch schon da. Das heißt, wenn man auf irgendwas Bestimmtes so gar keinen Bock hat, ist häufig eigentlich auch schon das Gegenbeispiel da, dass eigentlich etwas ist, was ich jetzt viel lieber machen würde. Mir ging das damals so, als ich noch in meinem alten Beruf war. Da habe ich nämlich beim Jugendamt gearbeitet. Und das war jetzt nicht so schön. Das war auch nicht langweilig und das ist ein super wichtiger Beruf, aber es war so frustrierend. Und Björn und ich, wir hatten fast dieselbe Autostrecke und an einer bestimmten Straße durfte er dann rechts abbiegen und ich musste links. Und dann habe ich immer gedacht, ich würde so gerne auch rechts fahren, aber ich muss jetzt dahin fahren und so. Und dann wusste ich schon, dass ich eigentlich viel lieber auch das machen würde. Aber wusste dann, Computerspiele machen halt. Ja, voll, kann irgendwie, ne, fand ich voll toll, irgendwie dürfen bei Piranha Bytes arbeiten. Naja, und dann irgendwie, seht ihr ja, habe ich das auch vor vielen Jahren dann auch geschafft und dann war ich viel happier. Cool. Hast du eine Community-Frage, sag mal? Bestimmt. Passt die denn da auch zu? Weiß Zur nicht. kreativen Flaute? Mal gucken, was so gefragt wird. Kennt ihr eigentlich das alte Spiel aus den späten 90ern Dark Earth? Ja. Meine Frage wäre, hättet ihr nicht Lust, vielleicht Dark Earth als Neuauflage zu produzieren? So mit aufpolierter Grafik und besserer Steuerung. Also, okay, ich kenne es, ja. Sonnengott, gewähre mir deine Hilfe, hat er mal gesagt, wenn er sich an den Speicherpöppel hingestellt hat. Ja. Worum es jetzt da nochmal genau ging, weiß ich nicht, aber die hatten so ein Spiel. Das war so ähnlich wie Go. Ne? Also dieses Brettspiel Go. Und das war vielleicht sogar Go. Kann sein. Ja. Und das habe ich immer gerne gespielt. Da musste man immer ziemlich weit laufen, ja, vom letzten Kontrollpunkt oder vom Speicherpunkt, um da wieder hinzukommen und mit den Typen Go zu spielen oder so. Da kann ich mich immer gut dran erinnern. Ich kann mich aber nicht mehr so richtig gut daran erinnern, wie das Spiel war. Ich glaube, es war ein Adventure, ja. Und da war auch der Typ vorne drauf, der Held, das ist so ein Barbaren-Typ wie Conan der Barbar irgendwie. Und der war da vorne drauf und schrie dann irgendwie so in die Kamera auf dem Cover so. Dann hat sich das Spiel nicht verkauft, da haben sie eine halbnackte Frau vorne drauf gemacht und dann verkaufte sich auf einmal das Spiel. Das war so ein Show, bei denen hatten sie so da drüber gestülpt, ja. Ja, ja, das war Dark Earth damals. okay. Ne? So funktionieren diese. Das sind Dinge, an die ich mich erinnere, aber das Spiel selber weiß ich gar nicht mehr. Worum ging's da? War sehr Fantasy-mäßig und mit irgendeinem Sonnengott, was war das noch? Ne? Kann ich mich kaum erinnern. Um auf die Frage zurückzukommen, wir haben, ich kenne das überhaupt nicht, spielt aber auch eigentlich überhaupt gar keine Rolle, weil wir bisher überhaupt noch nie ein Remake von irgendwas gemacht haben. Oder eine Portierung. Ja. Darauf haben wir uns nicht spezialisiert. Wir machen Welten und erfinden Geschichten und machen halt den Kram, den wir machen. Ne? Und das wäre gar nicht unser Metier. Genau, also bisher hatten wir das nie gemacht, haben es auch nicht vor, sind auch an dem aktuellen Remake nicht beteiligt und von Gothic 1, haben bisher immer irgendwie uns selber eine neue Geschichte ausgedacht oder an einer Geschichte weitergeschrieben. Und das ist es, was wir bisher immer am besten konnten und das bisher gemacht haben, das machen wir auch aktuell. Ja. Gut, hoffentlich beantwortet das die Frage und wir sehen uns hoffentlich dann nächste Woche wieder hier, wenn es heißt Piranha Becken TV. Genau. Macht's gut. Bis dann. Müsste ich mir nochmal angucken, Dark Earth. Ich glaube, das war gar nicht schlecht. Ja, aber es war auch sehr nicht einfach, glaube ich. Aber weiß ich gar nicht, ja. Tja. Mhm.